Good evening, everyone, and welcome to the third in the lockdown webinar series for Europe. Guten Abend an alle und willkommen zum dritten Webinar hier in Europa. So this evening we're going to be doing the chronic inflammation resolution. Und heute Abend geht es um chronische Entzündung und Auflösungsbahnen. We're going to be looking at the inflammatory process. Wir schauen uns den Entzündungsprozess an. What happens when you have inflammation activated. Was passiert, wenn man eine aktive Entzündung hat? And then what we'll be doing is we'll be looking at what happens with the resolution of inflammation and what can block it. Und was dann später passiert mit den Auflösungsbahnen, wenn wir quasi entzündungshemmende Bahnen uns ansehen und wie wir diese blockieren können. So, let's go. Okay. So what we'll be doing is we'll be looking at the 3 stages of inflammation. Was wir uns als erstes anschauen, sind die 3 Stufen der Entzündungen. The role of macrophages and neutrophils in inflammation. Die Rolle der Makrophagen, der Neutrophile und der Entzündungsprozesse. And the different types of macrophages, the M1, M2, and also the monocyte-derived and the tissue-residing macrophages. Und die verschiedenen Typen der Makrophagen, die M1, die M2, die monozytenabhängigen Makrophagen und die Gewebsmakrophagen. Also, we'll be looking at pro-resolving mediators. Wir schauen uns dann auch noch an die proinflammatorischen Mediatoren. No, pro-resolving. Okay, die auflösenden, quasi die entzündungshemmenden, Entschuldigung. Das sind die pro-resolving heißt, die Entzündung, resolving heißt natürlich auflösen und pro-resolving heißt auflösenden Faktoren. Yeah. And so they're derived from mainly omega-3 fatty acids, so we'll be looking at that. Und die hängen hauptsächlich von Omega-3-Fettsäuren ab, also das heißt, die schauen wir uns auch noch näher an. So we'll look at the fatty acid precursors for the pro-resolving mediators. Das heißt, wir schauen uns dann auch noch die Fettsäuren, Precursor, also Vorstufen an für diese pro-resolving Mediatoren. Then we'll be doing some NK Akupressurformating. Dann schauen wir uns noch die NK Akupressurformatierung dazu an. And the kinesiology stress release for inflammation. Und dann natürlich auch noch die Kinesiologie, Entstressungsmethoden für Entzündung. Okay. So this is a diagram of basically what happens with inflammation. Das wäre jetzt ein Diagramm, was passiert bei einer Entzündung. And the 3 phases are the trigger. Die 3 Phasen dienen als Trigger. The pro-inflammatory phase. Da gibt es die proinflammatorische Phase. And the resolution phase. Und die Auflösungsphase. So if you look at that in this diagram, here you've got, once you've got the trigger happen, and we'll talk about the triggers in a minute. Und wenn ihr hier so vorne schaut, bei diesen 2 gelb-orange ähnlichen Abbildungen, seht ihr, hier habt ihr quasi diese proinflammatorischen Bereiche hier. Da braucht es einen Trigger dafür. So once you get the triggers happen, then you get the initiation phase, which is this part here. Und wenn erstmal ein Trigger aufgetaucht ist, dann kommt es zur zweiten Phase, zur Initiierungsphase. Und das wäre quasi jetzt dieser rötliche Hügel. So initially you've got edema, which is swelling. Und original oder ursprünglich habt ihr eben Ödeme, das heißt einfach nichts anderes als eine Schwellung. Then this PMN are actually the neutrophils. Und PMN hier in der zweiten Kurve, das sind eigentlich die Neutrophile. So the neutrophils, they come in first.
Und die Neutrophile, die tauchen da zuerst auf. And they bring in and activate the macrophages. Und die aktivieren dann die Makrophagen. So the macrophages then, so there's two types of macrophages. Und von den Makrophagen gibt es wieder zwei Typen. You've got some that are come from the bone marrow, which are derived from monocytes. Da gibt es einige, die stammen eben aus dem Knochenmark, die werden von den Monozyten her abgeleitet. And the monocytes are, so they're floating around in the blood, and when there's inflammation, they're attracted there by the neutrophils and they convert into macrophages. Und die Monozyten, die sind natürlich hier frei im Blut und die bewegen sich im Blut und die ziehen quasi auch wieder die Neutrophile an. And then what they do is but there's also some macrophages that sit in the tissue as well. Es gibt aber auch Makrophagen, die sich im Gewebe befinden. So this is what they, in one model of looking at macrophages, they call it the M1. Und in einem Modell, da nennen sie die Makrophagen M1. And so in the M1 phase, they release all the pro-inflammatory cytokines. Und in dieser M1-Phase, da werden diese ganzen pro-inflammatorischen Zytokine freigelassen. And so pro-inflammatory cytokines they have this part where you'll get this inflammation, and that's part of the immune response. Und diese proinflammatorischen Zytokine, das ist eben hier so dieser erste Teil der Immunreaktion. And so what happens then is you've got then all your other immune cells can come in and then deal with the threat. Und dann erst können all die anderen Immunzellen auftauchen und da auch noch mit dazu wirken und sich um diesen Eindringling kümmern. Oder die Bedrohung quasi beseitigen. Then later they switch into the pro-resolving macrophages. Und erst später verändern sich die quasi in diese Pro-Resolving, also in diese Auflösungsmakrophagen. So the pro-resolving macrophages do the tissue repair and regeneration. Also eben diese antiinflammatorischen Makrophagen, die sind dann eben zuständig für die Gewebsreparatur und die sind eben antiinflammatorisch. So you get they release anti-inflammatory cytokines as well. Und auch die entlassen hier die antiinflammatorischen Zytokine hier an der Stelle. So the anti-inflammatory cytokines will tone down the inflammation. Die antiinflammatorischen Zytokine, die senken die Entzündung. And the pro-resolving hormones will actually do the tissue repair and regeneration. Und diese Pro-Resolving, die das auflösen sollen, die kümmern sich quasi um das Gewebe und schauen, dass sie die Entzündung im Gewebe auflösen. So what you have to understand is when the macrophages are in this second phase, und wenn die Makrophagen hier sich eben in dieser zweiten Phase befinden, they do two things. machen sie genau zwei Dinge, das müsst ihr verstehen. So it's the anti-inflammation. Da geht es um antiinflammatorische. And the pro-resolving, the healing. Und sie heilen auch noch, also pro-resolving, ja, heißt entzündungshemmend, nochmal auflösend. Yeah. And that's not anti-inflammatory, it's different. You have to understand anti-inflammatory and pro-resolving are different things. Und wichtig, und das habe ich vielleicht jetzt bei der Übersetzung nicht immer so korrekt ausgearbeitet, wichtig ist, dass es zwei unterschiedliche Stufen sind in dieser zweiten Phase. Die antiinflammatorische, das ist ein Part, und die zweite Stufe, diese gewebsreparierende Stufe, ist dieses Pro-Resolving. Ja? Also Yeah. Pro-Lösung, Auflösung der Entzündung. Yeah, so they're different things because anti-inflammatory gets rid of this previous inflammation, but the pro-resolving does healing. Two things. Ja, weil die antiinflammatorische Prozess, der ist eher relativ so
hier am Höhepunkt dieser blauen Kurve. Und das Pro-Resolving wäre dann erst hier gegen Ende, wo hier steht Tissue Repair, das heißt Gewebsreparatur und Regeneration. Yeah. And that's exactly right. Repair and regeneration. That is the aim of the pro-resolving mediators. Okay? Und das sind genau die Ziele dieser Pro-Resolving-Mediatoren. Gewebsreparatur und die Regeneration. Genau für diese zwei sind sie zuständig. So let's look at the inflammation. Schauen wir erstmal die Entzündung an. So these are the three phases. Da gibt es 3 Phasen und hier seht ihr die. So the first is the trigger. Als erstes brauchen wir einen Trigger. So normally the first two, microbes and injury, Normalerweise die ersten 2, die ihr hier seht, also mikrobielle Attacke und eine Verletzung, this is when we lived in the jungle, this is what our inflammation was for. We had either a microbe or an injury, and that was it. That was the only thing that would trigger inflammation. und die ersten beiden, das waren so die einzigen beiden, die, als wir noch im Dschungel lebten, Entzündungsprozesse auslösen würden. Ja, das ist quasi das einzige Natürliche. And so what they do is, you know, so you'd have your injury or your microbe, you'd have inflammation, then you would get over it and you'd go off on your jungle life. Also es war dann eben so damals im Dschungel, da hat man eben irgendwie eine Mikrobe eingefangen oder eine Verletzung gehabt und da kam dann eine Entzündung auf und es war ja auch gut so und die heilte dann ab und dann haben wir einfach mit unserem täglichen Leben im Dschungel weitergemacht. Then down here, but these ones here are pretty much a product of our 21st century or even 20th century society lifestyle. Ja, und die nächsten hier, also die ihr dann noch aufgeführt seht, das sind die, die eigentlich erst so ab dem 20. Jahrhundert so richtig mit dazugekommen sind, durch unseren Lebensstil. Are you writing on the PowerPoint? No, I'm not. I don't even know how to do it. I was wondering if you were doing No, that. who's put lösen Entzündung aus? How did that get on there? Can you see it? Yeah, I can see it. It's Someone did it last time. Who did that? I don't know. Maybe it's someone doing their personal notes and everybody can But how see can it. they do it on my PowerPoint? How can it? I don't know. Someone's Also, right. wer schreibt denn hier in Blau lösen Entzündung aus? Weil es ist jetzt weder Hugo noch ich. Kann sich da irgendwer zu erkennen geben? Also vielleicht im Chat, weil ihr seid ja auf stumm geschalten. Yeah, because someone did it last week wrote protein on pen and it was there the rest of the thing, you know. Oh, it wasn't you? Yeah. No. Okay, also vielleicht kann die Person einfach im Chat mal kurz schreiben und das vielleicht dann aber auch unterlassen, weil es können dann alle sehen, ja. Okay, it's gone now. Aber es war natürlich eine richtige Anmerkung, das stimmt schon. Das sind die Triggers. Die Trigger lösen Entzündung aus, klar, das sind die Startgeber quasi. So as I was saying, these 21st century. These are the 21st century inflammation triggers. Genau. Eben, und die restlichen hier mit Strahlung, psychologischer Stress und so weiter, das wären die Stressoren des 21. Jahrhunderts oder des 20. Jahrhunderts. Vigorous Physical Activity heißt einfach nur starke physische Anstrengung, Leaky Gut und Adipositas. So I translate you now, okay. So first one is radiation. And so this radiation triggers inflammation by causing reactive oxygen stress. Und die
Strahlung hier, was wir hier stehen haben mit Radiation, also Radiation, die Strahlung, da geht es auch um um freie Radikale, um den reaktiven Sauerstoff, der da quasi getriggert wird. You know, things like the holes in the ozone layer. So wie zum Beispiel die Löcher in der Ozonschicht, sowas könnte das sein. You know, microwaves or any other kind of radiation can create, what it does is create inside the cell, we get reactive oxygen, and then that causes damage and radiation and inflammation. Ja, und könnte natürlich auch sowas sein wie die Mikrowelle, was da ja dann eigentlich passiert, oder irgendeine andere Form von Strahlung natürlich. Was da passiert ist in der Zelle, wird dann eben reaktiver Sauerstoff frei, und dieser reaktive Sauerstoff, wenn da zu viel davon da ist, kann das natürlich zu Zellschädigungen in Form von Entzündungsprozessen führen. Then you've got psychological stress. Psychologischer Stress? So especially perceived stress is an important thing. Und wichtig ist einfach nur der ganz subjektiv wahrgenommene Stress. Because it's the perceived stress is actually, and there's like, you know, like psychologists have their perceived stress scales and all that kind of thing. Und es ist einfach nur der Stress, den wir wahrnehmen, den wir empfangen. Und da gibt's, die Psychologen haben ihre eigenen Stressskalen, wie sie das erheben. Someone's done it again. Oh, also hier schreibt schon wieder jemand einfach mit blauer Schrift Strahlung zu Radiation dazu. Bitte macht es nicht. Hugo ist da sehr leicht zu irritieren, und das irritiert ihn einfach, wenn da plötzlich Notizen gemacht werden auf seiner PowerPoint. I don't know how they do that, because if they do it again, I'll pause and I'll find out how to stop it. And so vielleicht, wer das gerne in Deutsch hätte, vielleicht könnt ihr einfach kurz aufhören mit dem, oder wer auch immer das ist, mit den Notizen und mir später eine E-Mail schreiben. Ich übersetze die PowerPoint gerne im Nachhinein. Ihr kommt auf jeden Fall zu der deutschen Übersetzung. All right. So what was I talking about again? Perceived stress. Okay. It was perceived stress, and that psychologists have the scales. Yeah. And so like what, you know, one thing mightn't be very stressful for one person, but might be extremely stressful for another. Und das eine Event scheint vielleicht für die eine Person nicht sehr großen Stress hervorzurufen, aber für die andere Person sehr wohl. And so especially when people go into, you know, like burnout or trauma and have been under stress for a long time. Und speziell, wenn Leute dann eben Burnout entwickeln nach einem Trauma oder ein Trauma erlebt haben, dann hält dieser Stress schon über eine sehr, sehr lange Zeit an. What happens is you get is that because your immune system gets messed up by the stress hormones, you end up having a lot of inflammation, and you can go into chronic inflammation through long-term psychological stress. Und was dann eben entstehen kann aufgrund dieses langen, chronischen, auch psychologischen Stresses, psychischen Stresses, ist, dass das Immunsystem beeinflusst wird von den Stresshormonen, die erzeugt werden. Und das kann natürlich auch wieder zu chronischen Entzündungsprozessen führen. Vigorous physical activity, especially when people do excessive sports. You know, we weren't actually designed to run marathons and train for marathons and things like this. Und speziell der nächste Punkt heißt jetzt starke physische Aktivität. Wir Menschen sind einfach nicht dazu ausgelegt, ewig lange Marathons zu laufen. Leaky gut. Leaky gut. And obesity as well. Der durchlässige Darm heißt es dann auch übersetzt, aber wir haben das auch eingedeutscht, Leaky gut, und Obesity ist Adipositas, also extreme Fettleibigkeit. Okay, so then you've got the pro-inflammatory phase, which I mentioned before. Und dann haben wir quasi die proinflammatorische Phase, die hat er vorher schon erwähnt. So this should be an acute response. Das sollte einfach nur eine ganz
schnelle Reaktion sein, eine akute Reaktion quasi. And you get typically edema and pain. Was man dann bekommt, wären Ödem und auch Schmerz. And the swelling and pain is there for you to take care of it and not you know, to protect it. So you know, if you've got a swollen foot, you don't walk and run around. It's a kind of a protection mechanism. Und die Ödementwicklung und die Schmerzentwicklung, es dient quasi dem Körper als Schutzmechanismus, um nicht weiter zum Beispiel das schmerzende Bein zu verwenden und da weiter zu laufen. And then you've got the neutrophils, the so-called M1 macrophages and pro-inflammatory cytokines. Und dann habt ihr noch die Neutrophile hier in dieser Phase, die M1-Makrophagen und die pro-inflammatorischen Zytokine. Then you've got the pro-resolution phase. Dann haben wir die Pro-Auflösungsphase. And this is the M2 macrophages. Und dann haben wir die M2-Makrophagen. The pro-resolving mediators. Und die Pro-Auflösungsmediatoren. And also, it's not there, is the anti-inflammatory cytokines. Und auch natürlich noch die antiinflammatorischen Zytokine, die stehen jetzt hier nicht drauf, die gehören auch noch dazu. So neutrophils? Neutrophile? They're the first cells to the site of inflammation. Und das sind die ersten Zellen quasi, die bei einer Entzündungsreaktion ankommen. They activate macrophages into the M1 state. Die aktivieren dann die Makrophagen in diesen dieser M1-Zustand. Which through interleukin 12, which is the hormone, which is the cytokine. Und das machen sie über das Interleukin 12, das ist das Zytokin. They release cytokines and chemokines. Sie setzen Zytokine und auch Chemokine frei. And which brings in, that's to activate and bring in the macrophages and into there. Und das bringt dann die Makrophagen da auch noch an diesen Entzündungsort. And they express the toll-like receptors which are involved with the immune system. Und die drücken dann quasi auch noch diesen Toll-ähnlichen Rezeptor aus. So looking at the macrophages. Wenn wir uns die Makrophagen jetzt näher ansehen. So there's two models I found. I mean, you know, like I first heard of this M1, M2, then there was this, I was reading these papers on these other types of macrophages. So it's kind of interesting. Und Hugo hat da zwei Modelle gefunden in der Literatur. Er hat das erste Mal von M1 und M2 Makrophagen gehört und es gab aber da auch noch ein anderes Modell und das fand er ganz interessant. Okay, so the first one you've got there, there's two types of macrophages. Das ist der erste Punkt hier. Ihr habt zwei Typen von Makrophagen. So you've got monocyte-derived macrophages. Von Monozyten hergeleitete Makrophagen. And they come from your bone marrow. Und die entspringen dem Knochenmark. And that's what you produce on a daily basis, you know. Und die produzieren wir jeden Tag. Das ist sozusagen unser Tagesgeschäft. Then you've got these tissue-resident macrophages. Dann haben wir quasi die Gewebsmakrophagen, die im Gewebe sitzen. Yeah. So they are actually derived from the yolk sac, like when you were a fetus or your fetal liver. Und die wurden aktuell hergestellt, noch als ihr quasi ein Fötus wart von dem Dottersack in der Fötusleber. Ja, also die Fötusleber erzeugt dann diese Gewebsmakrophagen aus dem Dottersack. Yeah. So, you know, very early in the fetal development, the liver has the role of the bone marrow producing all the blood cells. Und sehr früh in der fetalen Entwicklung übernimmt quasi die Leber des Fötus die Funktion des Knochenmarks und produziert das eben. And so they then travel out to your tissue and they sit there and they remain there through self-renewal. They keep
dividing and renewing themselves. Und die wandern dann raus zu den Zellen, also zu dem Gewebe eigentlich, und warten dann im Gewebe, bis es zu einer Selbsterneuerung kommt. Now, the M1, M2 model actually was kind of interesting because it's only been observed in vitro. Und dieses M1, M2-Modell ist eben auch sehr interessant und es wurde nur in vitro beobachtet. So you've got the administration of lipopolysaccharides, and interferon gamma gives you the M1 macrophages. Can you help me with administration? You mean it's... When they put it in. Okay. When they put it in the test tube, you know, or the Petri dish. Ja, in vitro ist das quasi ja künstlich, ja, in vitro wie bei der künstlichen Befruchtung, also künstlich. Und die Administration heißt, wenn die das quasi dann reingeben, das LPS und dieses Interferon Gamma, IFN heißt Interferon Gamma. Und das führt dann zu diesem M1. So they're pro-inflammatory triggers. You know, they will cause the M1 macrophage to go into the M1 state, which releases the pro-inflammatory cytokines. Und die wirken dann eben proinflammatorisch. Das heißt, weil dann eben diese proinflammatorischen Zytokine hier verwendet wurden, die ihr da eben auch seht, und das führt dann eben zu dieser M1-Produktion. Yeah, and so they release the pro-inflammatory cytokines such as tumor necrosis factor alpha, interleukin 6. Und die setzen dann eben diese proinflammatorischen Zytokine frei, wie den Tumornekrosefaktor Alpha oder Interleukin 6 und so weiter. But then when you put in interleukin 4 and interleukin 13, they then switch to the M2 phase. Aber es ist sehr spannend, weil wenn die quasi jetzt andere Interleukine einführen, ja, also Administration von Interleukin 4 oder Interleukin 13, dann verändern sich die zu den M2, also Makrophagen 2. And these produce the anti-inflammatory cytokines. Und die produzieren natürlich dann die antiinflammatorischen Zytokine. So here's a picture. Hier habt ihr nochmal ein Bild. So when you've got homeostasis in the tissue, wenn ihr Homöostase im Gewebe vorfindet, this is a tissue residing macrophage. A tissue Gewebe sits on Makrophage. Ja, also das ist da, wo die Makrophagen sich befinden. A tissue Makrophage, ja. Tissue residing. Residing. Okay. Where it lives, where you reside is where you live. Okay. So it lives Also in the das tissue. steht nur einfach dafür, wo die Makrophagen leben. Und hier seht ihr einfach eine Gewebszelle. TRM heißt nichts anderes als Tissue Residing Macrophages, also da, wo der Makrophage lebt. Yeah. And so they're the ones that came from the yolk sac and the fetal liver. Und das sind die ja vom Dottersack kommen, von der fetalen Leber, wenn ihr euch erinnert. So when you've got tissue injury or or any inflammatory trigger, also wenn ihr eine Gewebsverletzung hier habt, ja, oder irgendeinen Trigger, einen anderen Trigger, der zur Entzündung führt, this is a monocyte-derived macrophage. So this is one of the new ones. Und da habt ihr dann quasi einen Monozyten abgeleiteten Makrophagen, das sind eher so die neueren. And they are they're the ones that do the pro-inflammatory response. Und das sind die quasi die proinflammatorische Reaktion auslösen. The tissue residing macrophages are largely dormant in this phase. Der Gewebsmakrophage ist mehr in so einem Schläferzustand hier. Okay. And then when you go into the resolution phase, und wenn wir zu den Auflösungsbahnen kommen,
the monocyte-derived macrophages should be sort of killed off. Dann sollten quasi diese Monozyten hergeleiteten Makrophagen absterben. And the tissue residing macrophages become active, and they largely do the anti-inflammatory pro-resolving phase. Und die Gewebsmakrophagen hier sollten aktiv werden. Und die sind eben dann zuständig für die antiinflammatorischen Prozesse und natürlich auch für diese Pro-Auflösungsphase. And the monocyte-derived macrophages either die Und die die monozytenabhängigen Makrophagen, die sterben entweder or they convert into the same type. Goddamn Russian hackers! Oops. The tissue they become like the tissue residing macrophages and integrate into the population of the tissue residing macrophages. und die können sich quasi dann auch so umwandeln und können dann so ähnlich werden wie die Gewebsmakrophagen und dann auch so wirken. So this is the inflammation chart. Alfred hat gerade noch mal eine kurze Korrektur hergegeben. Das sind die gewebeansässigen Makrophagen, die Gewebsmakrophagen. Danke, Alfred. Yeah. Sorry, it's just about a German translation. Yeah, I saw that. I was wondering how long before you noticed. Just when I'm translating, I can't read and translate at the same time. What, can't you do two things at once? Well, usually. Okay. So the chronic inflammation, you can see normally when you've got inflammation, you've got the trigger, the pro-inflammatory response. Bei der chronischen Entzündung, da habt ihr hier normalerweise den Trigger, das wäre quasi dann hier so die pro-inflammatorische Reaktion. But what happens in chronic inflammation, the resolution phase gets inhibited. Und was aber passiert bei der chronischen Entzündung, ist, dass die Auflösungsbahn, die Auflösungsphase inhibiert wird. And you stay in this chronic inflammation. Und dann bleibt man in dieser Welle der chronischen Inflammation. You know, so there's various reasons for this. Und es gibt verschiedene Gründe für diese chronische Entzündung. But basically what you're happening is you're keeping the macrophages in that pro-inflammatory phase, and they're not switching over to the anti-inflammatory pro-resolving phase. Und was aber passiert hauptsächlich oder fast immer bei chronischer Entzündung, dass er die Makrophagen in dieser pro-inflammatorischen Phase behält und dieser Übergang in diese antiinflammatorische Phase nicht stattfinden kann. Okay. And there's many reasons for that. Und es gibt sehr, sehr viele Gründe, warum dann sowas eben passieren kann. Like you've got the trigger, you can't get rid of the trigger. Also vielleicht kann man zum Beispiel den Trigger, der das ständig triggert, nicht loswerden. Like, you know, this radiation or long-term psychological stress. Zum Beispiel, wie wir vorher hatten, die Strahlung oder der psychische Stress, Langzeitstress. The other thing that actually is stops that are the non-steroidal anti-inflammatory medications. Und das andere, was es quasi noch hemmt, sind non-steroid. You know, the NSAID or whatever. Ja, Alfred. Non-steroidal anti-inflammatories. That's things like ibuprofen, paracetamol, like this. Also Medikamente, die einen bestimmten Namen, Alfred schreibt es sicher gleich im Chat, ihr schaut einfach in den Chat rein, die Nicht-Steroiden, Antirheumatika, vielen Dank. Sehr gut. Danke an alle, die mich da jetzt rausziehen. Und das kann eben auch zu dieser chronischen weiteren Entzündung passieren. Mhm. And so what happens is you get, while they might resolve the pain and tone down the inflammation, but they inhibit the resolution.
Und die reduzieren vielleicht den Schmerz, ja, und vielleicht so ein bisschen die Schwellung. Aber was sie nicht auflösen können, ist dann diesen Übergang in diese Auflösungsphase zu kommen. Ja? Okay. Diese Auflösung findet nie statt, diese Resolution-Phase. You know, and people tend to, you know, you get a little bit of pain or sore, people tend to start popping them, but they're actually in the long run, they're not good, you know. Und natürlich, oft nehmen die Leute das einfach schon bei ganz kleinem schmerzlichen Empfinden oder wenig Schmerz erleben. Und natürlich ist es nicht sehr gut für den Körper. Okay, so let's look at the what happens in the third phase. Ja, dann lasst uns doch mal schauen, was wir so in der dritten Phase haben. So you get some anti-inflammatory cytokines. Und wir haben hier eben einige antiinflammatorische Zytokine. You get some growth factors. Wir haben hier Wachstumsfaktoren. You get some enzymes. Einige Enzyme. Another hormone called osteopontin. Und noch ein weiteres Hormon namens Osteopontin. And the pro-resolving mediators. Und natürlich hier wieder diese Pro-Resolving-Auflösungsmediatoren. And they're the different, there's resolvins, protectins, maresins and lipoxins. Und da gibt es mehrere davon. Also diese Pro-Resolving-Mediatoren, auch genannt SPMs, das sind Resolvin, Protectin, Maresin, Lipoxin. Okay, so they're derived from the following fatty acids. Und die werden hergeleitet von diesen Fettsäuren. They're mainly omega-3. Hauptsächlich Omega-3. But there are two that are derived from arachidonic acid, which is omega-6. Und es gibt aber auch zwei, die von der Arachidonsäure abstammen. Und das wäre dann Omega-6-Fettsäure. And so this is why your omega-3s are important, you know. Und deswegen ist das Omega-3 hier eben so wichtig. Die zwei mittleren heißen DHA und das untere ist das EPA. Darunter kennen wir es jetzt auch im Deutschen. So you've got DHA or docosahexaenoic acid. Also ihr habt jetzt hier in der Mitte das DHA oder die Docosahexaensäure. Then you've got DPA. Dann habt ihr das DPA. Docosapentenoic acid. Docosapentensäure. And then your EPA. Und das EPA. And these are often what you get in fish oil, and you know, so also die mittleren beiden da, die habt ihr hauptsächlich im Fischöl, oder? Diese Docosapensäure und Docosapensäure im Fischöl. Oh, look, Alfred's put another thing in there, in SAID. Anyway, so let's look at them, and I'll just talk a little bit about fatty acid physiology. Ja, jetzt spricht er einfach so ein bisschen über Fettsäuren und die Physiologie der Fettsäuren. So this is what a fatty acid looks like. So schaut eine Fettsäure aus. It's basically a carbon chain. Ist hauptsächlich eine Kohlenstoffkette. Except for the very small ones, they've always got an even number of carbons. Und nur die ganz kleinen oder kurzen Ketten nicht, aber sie haben eigentlich immer eine gleiche Anzahl von Kohlenstoff oder von Nummern, von Kohlenstoffatomen. Yeah, like we had 20 or 22 carbons. Also wir haben eben immer eine gleiche Anzahl, eben entweder also eine gleiche Anzahl, 22 oder im 20. Hier seht ihr, das C steht für Kohlenstoffatome. Genau. Und hier oben bei der Arachidonsäure haben wir eben 20. And I don't know why, but that's just the way it is. Ich weiß auch nicht warum, aber so ist es eben. So we have the omega end and the delta end. Wir haben immer ein Omega-Ende und ein Delta-Ende.
The delta end has the carboxylic acid group. Das Delta-Ende hat eine Carboxylgruppe am Ende. And the omega is the other end. Und das Omega ist dann eben das andere Ende. So you know you've got your omega-3, 6 and 9s, right? Und ihr wisst ja, ihr habt ja eure Omega-3 und 9 Fettsäuren. What did you say, 6? You can get omega-3, 6 or 9. Ja, also ihr könnt Omega-3, 6 oder 9 Fettsäuren bekommen. And your omega, and that's basically means where you've got the first double bond from the omega end. Und das heißt nichts anderes als, wo ihr quasi die erste Doppelbindung habt in eurem Kohlenstoffatom, gerechnet vom Omega-Ende. And so if it was here, it would be omega-3. Also wenn jetzt hier die Doppelbindung wäre, ist sie jetzt nicht, aber wenn sie hier wäre, wäre es Omega-3. Because that's the third carbon. Weil es hier das dritte Kohlenstoffatom ist. If it was here, it would be this omega-6 because this is the sixth carbon. Und wenn es hier jetzt ist oder wäre, dann ist es eine Omega-6-Fettsäure, weil das ist das sechste Kohlenstoffatom. And if it was here, it would be omega-9. Und wenn es jetzt hier wäre, dann wäre es eine Omega-9-Fettsäure, die Doppelbindung. So normally a carbon atom has the possibility to make 4 bonds. Ein Kohlenstoffatom hat immer die Möglichkeit, 4 Bindungen einzugehen. So what happens where you've got a double bond, like the carbon only has 1 hydrogen instead of 2 when they're single bonded. Und was passiert dann eben, wenn dieser Kohlenstoff eine Doppelbindung wo eingeht, dann ist nur noch Platz für ein Wasserstoffatom. So, und so sind immer 2 Wasserstoffatome, wenn ihr da so schaut. Ja, immer eins oben, eins unten. so when you look at this, you can see normally you would get the hydrogens on the same side. Und wenn ihr euch das jetzt anschaut, bekommt ihr dann dieses Wasserstoffatom auf der gleichen Seite. And that creates a bend in the fatty acid. Und das verursacht einen Knick in der Fettsäure. And that's important. Und dieser Knick ist eben wichtig. Because that changes the shape of the fatty acid. Weil dieser Knick dann eben wieder die Form verändert der Fettsäure, die Struktur wird verändert. And anyone who's trained with me knows rule number 1 of biochemistry, structure governs function. Ja, und jeder, der Hugo kennt, ja, die Struktur steuert die Funktion. And if you, so that, so when if you look back at these guys here, they've got 4, 6, 5 double bonds. I mean, you're getting a really big, lots of bends in the actual shape of the fatty acid. Und wenn ihr euch die verschiedenen Fettsäuren hier in der Tabelle nochmal anseht, dann seht ihr in der letzten Spalte, wo das ist Gleichzeichen, das steht quasi für die Doppelbindungen und für die Anzahl der Doppelbindungen der jeweiligen Fettsäure. Das heißt, ihr bekommt dann ganz schön viele dieser Knicks oder dieser, wie soll man das anders sagen? Alfred, du kannst es sonst nochmal auf Deutsch sagen, aber es ist einfach ein Knick, also man bekommt ganz viele von diesen Knick. Das ist die Mehrzahl von Knick. Yeah. Lots of knicks. Lots of knicks, yeah, exactly. Okay. All right, and so now if there's 1 or more double bonds, that's called an unsaturated fatty acid. Und wenn es jetzt eben eine oder also mehr als 2 dieser Doppelbindungen gibt, dann nennt man sie auch ungesättigte Fettsäure. That's 1 or more. Also eine oder mehr, dann spricht man von einer ungesättigten Fettsäure. So saturated fats have no double bonds. Die gesättigten Fettsäuren, die haben keine Doppelbindungen. So they're very flat. Das heißt, die sind sehr flach. And so that's why they're not healthy. Und das ist auch der Grund, warum die nicht gesund sind. I mean, they're a lot more stable because the double bonds actually are a little not as stable as a single bond. Die sind ein Stück weit stabiler, weil die Doppelbindungen immer mehr für mehr Instabilität sorgen. And this is why any oxidative damage can, if you get oxidative reactive
oxygen or nitrogen species, they will rob an electron from here and therefore damage the fatty acid. Ja, und da seht ihr auch schon, dass die ungesättigten Fettsäuren instabiler sind, nicht so stabil wie die gesättigten Fettsäuren, eben durch diesen Knick, der hier verursacht wird. Und wenn dann eben oxidativer Stress auftritt, sprich reaktiver Sauerstoff oder reaktiver Stickstoff, kann dann schneller mal zu einer Zellschädigung führen durch diese Unstabilität. So when you get a saturated fat, und wenn ihr dann eben gesättigte Fettsäuren anschaut, this, because it doesn't have all the bends in it, no knick. Weil es eben nicht so viele Biegungen da drin hat. Ich nehme jetzt das Wort Biegung. Kein Knick. Ja, es hat keinen Knick, sagen wir so. It's very flat and it makes the cell membranes very rigid and they don't function properly. Und aufgrund dieser fehlenden Knicks, ja, macht die Zellmembran einfach sehr flach und es ist sehr flach und die Zellmembran wird dadurch sehr rigide, wenig flexibel. Then you've got the cis-trans fatty acid thing. Dann habt ihr eben dieses Trans- und Cis-Fettsäuren-Ding. So the trans fatty acid, the hydrogen's on the wrong side, it's on the opposite side. Bei den Transfetten habt ihr den Wasserstoff auf der falschen Seite, es ist auf der gegenüberliegenden Seite, das sind die Transfettsäuren. So what happens is, because the hydrogen's on the opposite side, you get kein Knick. No Knick, no bend. Also was hier eben passiert ist, dass bei den Transfetten, ja, da habt ihr eben keinen Knick. Und das heißt, der Wasserstoff ist dann auf der anderen Seite, also eben hier auf der gegenüberliegenden Seite. Also entsteht kein Knick. But you still got the risk with the double bond. So it's, you know, and so that's why they're bad, because they behave like a saturated fat, but they have the instability of the double bond as well. Aber sie haben trotzdem eine Doppelbindung und das macht sie eigentlich gefährlich, weil sie sich wie eine gesättigte Fettsäure verhalten, aber eben flach sind, ja, und keinen Knick haben und nicht flexibel sind und dann eher für eine rigide Zellmembran sorgen. And so these are your SPMs. Gut, dann habt ihr jetzt eben diese sogenannten SPMs. So you can see there you've got the name of the pro-resolving mediator and what fatty acid they're derived from. Und diese SPMs sind ja nichts anderes als diese Pro-Resolving-Mediatoren, diese Pro-Auflösungsmediatoren. Und da seht ihr links immer den Namen und rechts immer die Art der Fettsäure. So you just got two from arachidonic acid. So they're the only omega-6 derived ones. Also die ersten beiden, das sind die einzigen beiden, wo ihr die Arachidonsäure habt. Das wäre die Omega-6-Fettsäure, da gibt es eben nur zwei. And all the rest, omega-3. Und all die anderen sind Omega-3-Fettsäuren. DHA, DPA, and then EPA. Also DHA, DPA und EPA. Genau. So there's some important enzymes that are in the production of these specialized pro-resolving mediators. Und es gibt da sehr wichtige Enzyme, die in der Produktion dieser spezialisierten Pro-Resolving-Mediatoren wirksam werden. So you've got the COX-2. Da habt ihr zum einen das Enzym COX-2. And a lot of those non-steroidal anti-inflammatories are actually COX inhibitors. They inhibit that enzyme. Und viele dieser Nicht-Steroiden Antirheumatika, dieser Medikation, ja, die hemmen quasi diese Enzyme. And that's why they inhibit the resolution as well. Und deswegen hemmen diese Medikamente eben auch diese Auflösung
diese Auflösung der Entzündung. And so you've got the 3 lipoxygenases. Dann haben wir diese 3 Lipoxygenasen, die 3 Enzyme hier noch. And they play various roles, but they're all important in the production of the pro-resolving mediators. Und die spielen jetzt alle 3 unterschiedliche Rollen, aber sind alle 3 sehr wichtig für die Produktion von diesen pro-resolving Mediatoren. So you can see here, this is Also von here, diesen here this is EPA. These are the EPA pathways. Und hier haben wir jetzt das EPA, diesen Fettsäurebahn quasi. And you can see here's COX-2. Da seht ihr das Enzym COX-2. And here's the 5. This is the 5 lipoxygenase. Here, 5 LOX. Und hier seht ihr eben dieses 5 Lipoxygenase-Enzym, das ist 5 LOX. And there you've got your resolvins. These are. Hier habt ihr die Resolvens quasi, ja, das waren diese SPMs. And you can see that they've just got hydroxyl groups added on. 2 or Und die 3. haben hier überall diese Hydroxygruppen, die da so dran gehängt sind. Yeah. This is the DHA pathways. Da habt ihr die Bahnen vom DHA, dieser Fettsäure. And so you can see here, you've got your different lipoxygenase. There's a 15 LOX here. Auch hier das Enzym 15 LOX. And down here, you've got your 5 LOX down there. Und weiter unten das 5 LOX. It's kind of cool when you're looking at that. They've like drawn them in with their shapes. You can see all the double bonds, how they really make the shape kind of different. And so it's quite important. Und es ist toll, dass sie das hier so eingezeichnet haben mit den ganzen Doppelbindungen und diese Struktur, die sich aus den Doppelbindungen auch heraus ergibt, weil die ja sehr wichtig ist. Ja? Irgendwie schön. And you can imagine here, you've got your little hydrogens there and there. Und hier natürlich, hier unten müsst ihr euch einfach noch die Wasserstoffatome vorstellen. Ja, da habt ihr die kleinen Wasserstoffatome, sitzen And hier und hier und hier oben. Und causing the bend in the fatty acid. So. Und das verursacht natürlich dann auch den Knick in der Fettsäure, dass eins unten und eins oben ist, ja, von den Wasserstoffatomen. Here's another diagram. Hier habt ihr noch ein weiteres Diagramm von diesen Fettsäuren. Again, I couldn't, it's very hard. The DPA ones, there's not a lot written on them. People get into the EPA and DHA, but I only found very little about it. But you can assume they'd be very similar, but it's just because I couldn't find the pathways doesn't mean they don't exist. It just means they haven't, you know, no one's really written them down, or, well, I couldn't find it anyway. So. Also ihr habt hier wieder eine Bahn von EPA und DHA und Hugo konnte leider für das DPA keine Bahnen finden. Und natürlich gibt es diese Bahnen. Das heißt nicht, wenn er sie jetzt hier nicht herzeigt, dass die nicht existieren. Aber dennoch hat sie eben nirgends gefunden. So you'll notice here you've got here's your COX-2, and aspirin does the job as well, believe it or not. Und hier habt ihr wieder das Enzym COX-2 und ihr seht hier mit Schrägstrich Aspirin. Das heißt, Aspirin übernimmt auch diesen Job, ja, wie dieses Enzym quasi, wirkt wie das Enzym an der Stelle. And here you've got your CYP450s. That's a whole other can of worms, you know, with the... Also hier habt ihr noch diese CYP450 Geschichte, ja, und das ist quasi... Also die Dose wollen wir quasi gar nicht aufmachen. Das gibt es im Englischen so ein Sprichwort, das wäre wie eine Dose Würmer, die man jetzt wieder aufmacht. Ja, so eine ganz neue Geschichte hier. Okay. And... sorry, Alfred's just writing, it's actually inhibiting the enzyme aspirin does. The COX-2, right? No. No, the aspirin, but it's the other anti-inflammatories that inhibit it, but the aspirin actually promotes it. So it promotes the COX-2. No, it promotes this step. Okay. Also Alfred, du hast wohl reingeschrieben in den Chat, es hemmt dieses Enzym, aber das COX-2, aber Hugo meint, es unterstützt diesen Schritt. Es agiert als so wie dieses COX-2 an der Stelle.
Yeah, I know. I was quite surprised by it too, but I sat in the classes where they were teaching it. And I'm like, man, that's interesting. You know? Ja, also Hugo ist ja ständig auf diesen biochemischen Fortbildungen und so weiter und er war auch erstaunt, dass er das gelernt hat. Also es unterstützt quasi diesen ersten Schritt und übernimmt eigentlich die Funktion von dem COX-2 an der Stelle statt dem Enzym. So anyway, so down, oh god damn. Also wie auch immer, dann geht es weiter, hier unten. So down here you get the Resolvines, which are the E series, which come from EPA. Und da habt ihr eben dann die Resolvine hier unten und das ist quasi die E-Serie und die stammt eben aus dieser Fettsäure EPA. So you got here, you can see the 5 and the 15 lipoxygenase. Hier habt ihr die 5 und die 15 Lipoxygenase, das sind wieder Enzyme. And then over here through the DHA. Dann hier rechts haben wir das DHA. And the 12 lipoxygenase gives you the myrasins. Die 12 Lipoxygenase führt zu den Myresinen. Yeah. And over here the 15, and here you've got the 5, and here's the protectins, and here's the resolvins. So you can see all the different classes, how they're derived. Also das unten, das Rot, das sind dann die verschiedenen Klassen, zu denen das quasi wird, über diese Fettsäure. Also ihr seht dann auch über 17 und habt ihr dann noch diese Protektine und die 5 Lipoxygenase führt dann unten auch wieder zu diesen Resolvinen. Dann habt ihr alle 4 Klassen, Resolvine, Protektine, Marensis und Resolvine nochmal. Yeah. Die D-Serie. And from DPA you get protectins, resolvins and myresins as well. So it's probably the same pathways. It's just that they have, DPA has one less double bond. Und vom DPA, wo jetzt keinen Pfad gezeigt hat, bekommt ihr auch diese Protektine, die Maresine und die Resolvine. Nur hat das DPA eine Doppelbindung weniger und deswegen, ja, vielleicht schreiben die das deswegen nicht extra auf. So here's an interesting omega-3 and omega-6 pathway I found. I thought I'd include it. Also hier ist nochmal ein ganz interessanter Pfad für Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. And so here you've got linolenic acid, which is the essential fatty acid for omega-3. Da habt ihr die Linolensäure, das ist eine essentielle Fettsäure für Omega-3. Die Linolensäure. Yeah, linoleic acid is essential fatty acid for omega-6. Genau. Und die Linolsäure ist quasi diese essentielle Säure für das Omega-6. And then down here you've got your enzyme. The same enzymes will convert them down to EPA and arachidonic acid. Dieselben Enzyme wandeln das dann eben zu dem EPA und der Arachidonsäure. And then you've got here, you know, the different prostaglandins and leukotriene pathways. You can see Resolvin E. Dann habt ihr hier unten noch die verschiedenen Prostaglandine und Leukotriene, Pfade hier und genau. And then down here you've got the arachidonic acid and the different leukotrienes, prostaglandins and lipoxins. Und auch hier wieder, ja, die verschiedenen von der Arachidonsäure, die verschiedenen Leukotriene, Litoxins und so weiter. So that's kind of interesting anyway. Das fand er jedenfalls interessant, wie auch immer, deswegen hat er es jetzt hier noch mit eingefügt. So let's do some kinesiology. Okay, nun kommen wir zur Kinesiologie. Okay, that's nutrition mode. Das ist der Ernährungsmodus. That's hormone mode. Hormonmode. And we're going to do some acupressure formats. So we're going to use some acupoints. Und wir werden auch einige Akupressurformate verwenden. Das heißt, hier habt ihr einfach ein Bild von Akupressurpunkten. You've got enzyme mode. Hier habt ihr noch den Enzym-Mode. And so I've just got some little formats here that you can use. Dann habt ihr hier noch einige Formate, die ihr dafür verwenden könnt. And so, you know, like, so there's some formats for inflammation, neutrophils, monocytes and macrophages.
Also hier gibt es einige Formate einfach für Immunsystem, Neutrophile, Monozyten und Makrophagen. And then you can also use hormone mode because the resolvins are hormones. They're, you know. Und dann könnt ihr einfach anschließend den Hormonmode eingeben, weil diese SBMs quasi, die dann das auflösen, diese Pro-Resolving-Mediatoren, das sind dann Hormone. And so then what you can do is you can, so wherever you want to work in the body, you just have to work in a location. Und was ihr dann tun könnt, wenn ihr immer mit einem Körper arbeitet, ihr könnt an einem bestimmten Ort arbeiten, das an einem bestimmten Ort anwenden. Say you've got inflammation in the lung, Zum Beispiel, wenn ihr Entzündung hättet in der Lunge, for example. So you can Nur als put the Beispiel. lung on dann könntet ihr einfach die Lunge einspeichern, using either formats, also zum Beispiel über Formate, which gives you accesses the lung on the etheric plane. und ein Format gibt euch ja dann Zugang zur Lunge über die ätherische Ebene. You can talk about the lung issues. Ihr könntet zum Beispiel auch einfach über das Lungenthema sprechen. So that's mental emotional plane. Das wäre dann der Zugang über die mentale und emotionale Ebene. Even if there's things like family histories and stuff like this. Natürlich, selbst wenn es eine Familiengeschichte dazu gäbe, ja, wie auch immer. Then you can use muscle testing, Dann könnt ihr natürlich noch einen Muskel dazu testen. like for example, deltoid. Zum Beispiel den Deltoideus. So you could, you know, put the muscle test in and also get them to do the range of motion. I like to get them to activate, move the muscle through its range of motion as well. Dann könnt ihr natürlich nicht nur den Muskel testen, sondern auch einfach den Bewegungsradius aktivieren und gegebenenfalls einspeichern, weil das ist immer auch eine gute Sache, das alles zu aktivieren. And then you can do these formats with hormone mode for inflammation. Und dann könnt ihr diese Formate hier machen mit Hormonmod für die Entzündung, die da stattfindet. SP und HT bedeutet, SP steht für Milz-Pankreas. Was war die andere Frage? HT is Herz, Dünndarm is small intestine, SI, lung is lung, and PC is pericardium, which is pericard. Genau. Also nochmal, SP steht eben für Milz-Pankreas, Lunge ist klar, SI steht für Dünndarm, HT für Herzalarmpunkt und PC steht für Perikardalarmpunkt. LT steht für leichter Druck. Light Touch, leichter Druck. Dieser Alarmpunkt wird einfach nur leicht berührt. So just an example, and I just put this up for arachidonic acid, just so you can just see this. It's kind of interesting. Und nur so als Beispiel, ich habe jetzt einfach nur als Beispiel genommen für die Arachidonsäure. Das ist sehr interessant jetzt hier an der Stelle. Well, I think it is. I'm such a kinesio-nerd. Ja, also ich denke zumindest, es ist interessant, aber ich bin ja auch so ein Kinesiologie-Nerd. So when they look at the enzyme, they always count from the delta end. Und wenn die diese Enzyme sich anschauen, dann zählen die immer vom Delta-Ende. So you can see the difference is over here where you've got lipoxin A, you've got hydroxylation of carbons 5, 6 and 15 from the delta end. Und wenn ihr eben schaut für die Hydroxylation von dem Kohlenstoff, dann habt ihr das Kohlenstoffatom 5, 6 oder 15 eben gerechnet vom Delta-Ende. So that means you've got an OH there instead of just a H. Und das heißt dann, dass ihr hier an der Stelle eine OH-Gruppe habt, statt nur ein Wasserstoff, also nur ein H. Then over here, und dann hier auf der rechten Seite, you've got hydroxylation of carbon 5, 14 and 15. Da habt ihr die Hydroxylation, die findet ihr am 5. Kohlenstoffatom, am 14. und auch am 15. Yeah. And so that, so this is, so you see there's a slight difference that the hydroxy group is in a different position for the two. Das heißt, hier seht ihr dann, dass die Hydroxygruppe einfach auf einer wenig anderen Position sich befindet, ja, für diese zwei Lipoxin A und Lipoxin B. Ja.
immer interessant. So anyway, I hope you've all enjoyed tonight's talk. Also wie auch immer, ich hoffe, euch hat mein Vortrag heute Abend gefallen. And even though we had a few technical difficulties along the way. Auch wenn wir einige technische Probleme hatten, ganz am Anfang natürlich. And so hopefully it'll be sorted by next week. Und er hofft inständig und ich natürlich auch, dass nächste Woche nicht nochmal so ein Problem auftaucht und dass wir das gelöst haben bis nächste Woche. And so we'll be posting it on the NK Institute, this video on the NK Institute Facebook page, not Facebook, YouTube channel. Und natürlich wird das Video gepostet wieder auf den NK YouTube-Kanal. And so you've got the previous ones there. Ihr habt auch die von den letzten beiden Wochen da, die findet ihr dort alle. And so if you want to, you can subscribe if you want to get the notifications, because we're posting a lot at the moment. There's some interesting things on there. So, yeah. Und ihr könnt euch natürlich da auch irgendwie fix anmelden auf diesem YouTube-Kanal. Dann bekommt ihr auch noch weitere und andere Informationen, weil Hugo ja ständig da postet auf seinem Kanal. Ja?